Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch ein kleines Update zu Gold und Silber geben und wir besprechen heute, welche Faktoren alles bullish für den Kurs sind und was wir in der nächsten Zeit erwarten dürften. Ja, all das in diesem Video. Ja, die letzte Zeit in Gold oder generell beim Edelmetallmarkt ist aktuell ein bisschen langweilig, kann man fast schon sagen. Und wir gucken mal so ein bisschen auf den Chart und ich möchte euch so ein bisschen die Faktoren erklären, wo ich glaube, dass wir tatsächlich zumindest kurz- und mittelfristig sehr, sehr bullish sind. Und das hat zum einen mit der FED zu tun, aber auch mit den Inflationsdaten. Doch bevor wir anfangen, natürlich auch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt, sondern auch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, ich war schon den Risikohinweis vergessen. Also, wir gehen mal rein in das Video und wir schauen uns mal den Gold- und Silberkurs an. Wir fangen natürlich mit Gold entsprechend an. Gold kennt ihr ja aus meinen letzten Videos. Ist jetzt hier schon seit geraumer Zeit in dieser Konsolidierungsphase. Wir haben jetzt hier auf der Oberkante, auf der Oberseite diese Marke bei 3.450 US-Dollar, wo wir hier in diesem Korridor handeln. Auf der Unterseite haben wir 3.250, also doch schon ein recht enger Rahmen. Und wenn wir mal das übergeordnete Bild bei Gold betrachten und dementsprechend hat das natürlich auch Auswirkungen auf Silber und dementsprechend natürlich, aber da sehen wir natürlich entsprechend, dass wir hier im Monatschart, und das habe ich ja immer gesagt, ja, bei Gold schon ziemlich übergekauft sind. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir, ich sag mal, diesen oder auch nächsten Monat zwingend die Konsolidierung haben, ja, dass wir mal hier auch mal den 20-Monats kleinen Durchschnitt hier berühren, diese grüne Linie, was Gold ja hin und wieder mal tut, was ganz normal ist im Aufwärtstrend. Ja, das bedeutet nicht, dass wir wirklich imminent kurz vor einer stärkeren Korrektur stehen. Aber man muss es im Hinterkopf behalten und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das hier entsprechend ja, aus diesem Blickwinkel heraus betrachten. Jetzt, wenn man sich mal so den Chart anschaut, gerade auch mal den Wochenchart, ja, und aber auch den Tageschart, dann sind wir ja eigentlich auch noch sehr, sehr bullish. Also wir sind gerade im Niemandsland, ja, wir sind genau mitten in diesem Korridor und ich bin mal gespannt, in welche Richtung es sich entwickelt. Wir hatten ja die FED-Sitzung, die ja angekündigt hat, dass wir Zinssenkungen bekommen dürften. Ja, wie viel am Ende da rauskommt, das müssen wir dann tatsächlich sehen, wenn es soweit ist. Aber was die Börse so ein bisschen oder welche Bedenken die Börse aktuell hat, der Markt, ist, dass wir quasi in einem Umfeld von steigender Inflation durch die Zölle etc. Die Zinsen senken. Und tatsächlich sind das eigentlich diese beiden Fakten, die ja, purer Brennspiritus sind für den Goldkurs am Ende, denn zum einen sind natürlich sinkende Zinsen bullish für den Goldfaktor, aber auch eine steigende Inflation und das könnte tatsächlich so der Faktor sein, wo ich sage, okay, wenn es tatsächlich so kommt, dass wir höhere Inflationsdaten in den USA bekommen und die FED tatsächlich die Zinsen senkt, dass es so ein Trigger sein könnte, dass wir hier oben hinausbrechen. Aber wir müssen es tatsächlich so auch gerade aus dem charttechnischen Blick im Auge behalten, ja, dass wenn wir uns in dieser untere Bandbreite hier nähern, also in Richtung 3.250 US-Dollar kommen und dann vielleicht auch hier drunter fallen, ja, dass wir dann entsprechend dieses Szenario im Hinterkopf behalten müssen, dass wir eben tatsächlich diese größere Korrektur sehen können und größere Korrektur meine ich dann entsprechend dann auch wirklich in Richtung 3.000 Dollar, vielleicht auch so ein bisschen tiefer. Also das sind so die beiden, ich sag mal, die beiden Richtungen, die man im Kopf behalten muss. Ja, zum einen natürlich die beiden bullischen Faktoren, die Gold tatsächlich jetzt auch kurzfristig, ja, also in den nächsten 1-2 Wochen durchaus in Richtung 4.000 Dollar dann treiben können. Aber muss man natürlich auch abwarten, die Inflationsdaten, ja, wenn der Markt oder wenn das entsprechend nicht so ist, dann glaube ich tatsächlich, dass wir zunächst erstmal seitwärts weiterlaufen sollten und dann müssen wir natürlich auch, oder dann besteht natürlich auch die Gefahr, dass wir mit der Zeit dann auch irgendwann zumindest kurzfristig ein bisschen weiter tiefer hinunterfallen. Aber langfristig, wie gesagt, bin ich sehr, sehr bullish und da schauen wir ja immer ganz gerne auf den US-Dollar-Chart, ja, auf die Schwäche des US-Dollars und beide Faktoren sind eigentlich im Grunde, ja, unterstreichen die Schwäche des US-Dollars. Ja, zum einen, wenn die Zinsen gesenkt werden in den USA, in einem Umfeld, wo andere Währungen nicht die Zinsen senken, ja, dann ist es natürlich, dann schwächt das den Dollar. Das wäre natürlich entsprechend bullish, ja, und dementsprechend sollten wir diesen Trend hier beim Dollarindex, ja, das ist ganz wichtig, da meines Erachtens korreliert Gold damit 1:1 und das ist wirklich ein ganz guter Chart, den man wirklich ja, auf der Watchlist haben sollte und sich angucken sollte. Und das ist tatsächlich so,
dass eben, wenn die Zinsen gesenkt werden und die Inflation kommt, ja, eine Inflation schwächt eine Währung ja auch. Das hatten wir zum Beispiel ja auch in Argentinien gesehen, dass die Währung dann schwächer geworden ist. Auch in der Türkei haben wir das gesehen und das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Das kann eine Währung auch nochmal deutlich nach unten treiben. Und sobald der US-Dollar einfach weiter schwächer wird, dann ist es natürlich entsprechend bullish für Gold. Und das würde bedeuten, hier im Dollarindex, ja, wenn wir hier diese Marke bei 97 unterschreiten, ja, wir haben ja im Grunde den gleichen Korridor oder befinden uns in einem ähnlichen Korridor wie bei Gold, ja. Das heißt, wenn der Dollarindex nach unten ausbricht, bricht umgekehrt natürlich Gold aus diesem Korridor nach oben aus. So, das mal so zu den beiden Faktoren, wo ich glaube, dass es recht bullish sein kann, zumindest kurz- und mittelfristig, ja, also irgendwann müssen wir natürlich mal die Korrektur bekommen. Tatsächlich sieht Silber da allerdings ein bisschen besser aus, ja. Und wir sind jetzt hier. Das seht ihr schon so ein bisschen am Chart, wenn ich so ein bisschen herauszoome hier am Wochenchart, dann sind wir schon sehr, sehr lange in einem Aufwärtstrend und wir haben auch so wichtige Widerstandszonen aus dem Weg geräumt. Ja, das war einmal hier so bei $35 und tatsächlich halten wir uns immer noch ziemlich gut in einem Aufwärtstrend. Ihr seht es ja hier auch so ein bisschen, wenn wir in den Tageschart gehen, sehen wir es auch nochmal ein Stückchen besser. Wir formen jetzt so langsam auch einen Korridor, ja, das habe ich hier mal eingezeichnet, also auf der Unterkante hier diese knapp $37 und auf der Oberkante die $40. Ja, das ist so der Korridor, wo ich tatsächlich Silber erwarte. Allerdings, wie gesagt, wenn Gold nach oben ausbricht, dann bricht natürlich auch Silber nach oben aus und das würde bedeuten, dass wenn Gold in Richtung $4.000 läuft, dass wir dann bei Silber durchaus die $50 sehen könnten. Wie gesagt, das sind so die Marken für Silber, ja, auf der Unterkante $37 und auf der Oberkante die 40, beziehungsweise 39,5, ja, Pi mal Daumen. Ist ja alles sehr eng beieinander. Aber das sind so die beiden Marken, die man jetzt im Blick haben muss. Und tatsächlich in solchen Seitwärtsphasen ist das Beste, einfach abzuwarten tatsächlich. Oder entsprechend, wenn man so ein bisschen riskieren möchte, an der Unterkante hier an dieser Unterstützung zu kaufen und dann vielleicht mit einem engen Stop-Loss, falls wir dann doch eine größere Korrektur sehen sollten. Natürlich für den Fall, dass Gold auch stärker einen Rücksetzer macht, möchte ich nicht ausschließen, dass wir Silber auch zumindest kurzzeitig unter der $37-Marke sehen. Aber ich glaube, dass wir bei Silber dieses Jahr auch oder vielleicht sogar nie wieder, na gut, nie wieder ist vielleicht ein bisschen optimistisch, aber zumindest in 2025 nicht mehr unter die $35,50 fallen dürften. Ja, das ist so die Marke, wo ich sage, okay, das ist wirklich der Boden für Silber. Und ja, bleibt abzuwarten, bleibt eine spannende Zeit, vielleicht auch so ein bisschen auch langweilig tatsächlich. Auf der anderen Seite natürlich auch, wenn man so eine Seitwärtsbewegung hat, aber ich sag mal so, für Trader ist es vielleicht auch ganz interessant, wenn man hier so ein bisschen aktiver am Markt dabei sein möchte. Ja, das war der Überblick so ein bisschen zu Gold und Silber. Tatsächlich machen wir dann auch entsprechend natürlich, wenn es dann interessant wird, ein entsprechendes Video zu den Gold- und Silberminenaktien natürlich. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, das wird mich sehr freuen, den Kanal unterstützen und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Bis dann, alles Gute, viel Erfolg und ciao.